Immer wieder gibt es zur Abmeldung aus Deutschland Missverständnisse und deswegen wollen wir uns in diesem Video einmal mit den 7 häufigsten Mythen rund um die Abmeldung beschäftigen, wenn du auswandern willst. Die korrekte Abmeldung aus Deutschland, sie ist ein sehr wichtiger Prozess, denn wenn du später Ärger mit den Behörden, wie zum Beispiel dem Finanzamt, verhindern willst, dann ist es wichtig, dass die Abmeldung zeitnah, vollständig und eben korrekt erfolgt. Ansonsten ist der Ärger vorprogrammiert. Das ist tatsächlich leichter gesagt als getan, denn immer wieder gibt es Missverständnisse und auch Mythen rund um die Abmeldung, denn es ist ja etwas, das man nicht sehr häufig tut im Leben. Dann gibt es auch viele Dinge, die dazu im Internet schlicht und ergreifend falsch beschrieben sind. Daher haben wir hier einmal die 7 häufigsten Mythen rund um die Abmeldung aus Deutschland gesammelt, sodass du hier schon mal bei deiner eigenen Abmeldung korrekt informiert bist und dich dann entsprechend vorbereiten kannst. Mythos Nummer 1: Es gibt die eine Abmeldung für alles. Was ist überhaupt die Abmeldung? Was bedeutet das konkret? Viele denken, dass man einfach zum Einwohnermeldeamt geht, sich abmeldet und damit ist es getan. Viele glauben, dass diese Behörde dann alle anderen Stellen hier informiert über die Tatsache, dass du Deutschland verlässt. Das ist ein Irrglaube. Tatsächlich ist die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt nur ein einziger Schritt von vielen. Tatsächlich gibt es mehrere sogenannte Abmeldungen, auch wenn man diese nicht so bezeichnet. Sicherlich die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt muss man vornehmen. Das ist wichtig, das ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings musst du andere Stellen, wie zum Beispiel das Finanzamt oder auch die Rentenkasse oder die GEZ oder deine Bank separat darüber informieren, dass du Deutschland verlässt. Hier bringt es nichts, wenn du dich lediglich beim Einwohnermeldeamt abmeldest. Diese Behörde informiert die anderen Stellen nicht. Mythos Nummer 2: Die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt ist aus steuerlicher Sicht wichtig. Das ist ebenfalls ein Irrglaube. Steuerlich ist die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt komplett irrelevant. Aus steuerlicher Sicht ist es völlig egal, ob du dich beim Einwohnermeldeamt abmeldest oder nicht. Viele Deutsche denken, dass die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland damit endet, dass sie sich beim Einwohnermeldeamt abmelden, aber dem ist definitiv nicht so. Selbst wenn du dich abmeldest, aber weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland hast, bleibst du unbeschränkt steuerpflichtig. Für die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht musst du den Wohnsitz in Deutschland aufgeben und Deutschland darf nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes sein. Das impliziert zum Beispiel auch, dass dein Lebensmittelpunkt nicht in Deutschland sein darf. Selbst wenn du dich zum Beispiel abmeldest, aber deine Ehefrau und deine Kinder bleiben in Deutschland leben, dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht nicht für dich in Deutschland. Du bleibst in Deutschland weiter steuerpflichtig, auch wenn du abgemeldet bist. Aber auch das Gegenteilige ist natürlich wahr. Das heißt also, wenn du ins Ausland umziehst, deinen Wohnsitz beendest und dich nicht mehr in Deutschland aufhältst, aber die Abmeldung nicht vornimmst, ist die unbeschränkte Steuerpflicht dann trotzdem zu Ende, denn die Bedingungen dafür sind dann schlicht und ergreifend nicht mehr erfüllt. Abmeldung hin oder her. Also aus steuerlicher Sicht ist die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt komplett egal. 3. Mythos: Bei der Abmeldung wird der Personalausweis eingezogen oder entwertet. Viele glauben, dass sie bei der Abmeldung ihren Personalausweis abgeben müssen oder dass dieser entwertet wird. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Personalausweis bleibt weiter gültig. Du kannst diesen auch im Ausland weiter verwenden. Was bei der Abmeldung passiert, ist, dass ein Aufkleber auf dem Personalausweis angebracht wird. Deine Adresse wird überklebt und dann steht auf dem Aufkleber drauf: kein Wohnsitz mehr in Deutschland, aber der Personalausweis bleibt gültig. Daran ändert auch die Abmeldung nichts. Willst du dann allerdings im Ausland einen neuen Personalausweis beantragen, kannst du das nicht mehr in Deutschland tun, sondern du musst es dann bei der zuständigen deutschen Botschaft tun, in deinem neuen Wohnsitzland. Mythos Nummer 4: Bei der Abmeldung muss ich der Behörde mitteilen, wohin ich umziehe. Auch das ist ein häufiger Irrglaube. Du wirst zwar von der Behörde gefragt, wo du hin umziehen willst, auch gibt es auf dem entsprechenden Formular und der Abmeldebestätigung entsprechende Felder. Wenn du aber dort keine Angaben machen willst, dann musst du diese nicht machen. Diese Angaben sind komplett freiwillig. Du
Du kannst auch Dinge sagen wie zum Beispiel Weltreise. Und wenn du noch nicht sicher bist, wohin du umziehen willst, weil du erstmal ein paar Länder erkunden willst, kannst du auch einfach zum Beispiel eine Ferienwohnung in deinem ersten Zielland angeben. Oder einfach stur bleiben und gar nichts sagen. Mythos Nummer 5, die Abmeldung muss man persönlich vornehmen. Auch das ist heutzutage nicht mehr korrekt. Du musst die Abmeldung meistens nicht mehr persönlich vornehmen. Du kannst zum Beispiel einen Dienstleister beauftragen. Da gibt es ja einige, die die Abmeldung für dich vornehmen. Aber viele Gemeinden lassen es mittlerweile auch zu, dass du dich online oder gar per E-Mail einfach abmeldest. Wichtig ist hier, dass du bestimmte Fristen beachtest. Du kannst dich nämlich maximal eine Woche vor dem Umzug und bis zu 2 Wochen nach dem Umzug dann noch abmelden. Das musst du beachten. Aber ansonsten ist es in den meisten Fällen nicht mehr notwendig, dass du die Abmeldung persönlich vornimmst. Mythos Nummer 6. Wenn ich erstmal abgemeldet bin aus Deutschland, dann kann ich nur noch bei der zuständigen deutschen Botschaft im Ausland meinen Reisepass verlängern bzw. neu beantragen. Gerade eben hatten wir vom Personalausweis gesprochen. Das Gleiche könnte man meinen, gilt auch für den Reisepass. Viele meinen, dass man den Reisepass dann in der deutschen Botschaft in seinem neuen Wohnsitzland verlängern muss. Und während das für den Personalausweis korrekt ist, stimmt es für den Reisepass nicht. Du kannst den Reisepass bei jeder deutschen Gemeinde, zum Beispiel bei einem Deutschlandbesuch, verlängern lassen, wenn dein Reisepass abläuft. Das kann manchmal der deutlich einfachere Weg sein. Wie gesagt, du musst dich dafür nicht in Deutschland anmelden. Eine ganz wichtige Information. Viele denken, sie müssen sich kurz dann anmelden, wieder abmelden. Beim Reisepass ist das nicht notwendig. Vielfach musst du zum Beispiel bei deutschen Botschaften lange auf einen Termin warten, mehrere Wochen, manchmal Monate. Daher ist es oft einfacher, wenn du einfach bei einem kurzen Deutschlandbesuch auf eine Behörde gehst, dann entsprechend dort den Reisepass beantragst. Es muss nicht der Ort sein, wo du zuletzt gewohnt hast, und dann brauchst du dieses nicht im Ausland zu machen. Mythos Nummer 7, wenn ich nur noch ein Ferienhaus in Deutschland besitze, dann muss ich nicht angemeldet sein. Auch das ist ein vielfach verbreiteter Irrtum. Tatsächlich musst du dich auch, wenn du nur ein Ferienhaus besitzt, in Deutschland anmelden bzw. angemeldet bleiben. Manche Gemeinden erlauben dann, einen sogenannten Zweitwohnsitz anzumelden. Andere Gemeinden wiederum verlangen von dir, dass du einen Erstwohnsitz anmeldest in Deutschland, wenn du ein Ferienhaus besitzt, wenn du keinen anderweitigen ersten Wohnsitz in Deutschland hast. Jetzt machst du dir vielleicht Gedanken darum, ob das aus steuerlicher Sicht problematisch ist. Nun, wie gesagt, die Anmeldung an sich beim Einwohnermeldeamt ist aus steuerlicher Sicht nicht relevant. Das heißt, ein solcher Anmeldevorgang für ein Ferienhaus hätte jetzt keine steuerlichen Konsequenzen, aber natürlich ist es so, ich hatte es ja vorhin gesagt, ein Wohnsitz kann eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslösen, ob du angemeldet bist oder nicht. Ja, das heißt also, wenn du ein Ferienhaus hast in Deutschland, was dir ständig zur Verfügung steht, dann kann das tatsächlich die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslösen. Das hat nichts mit der Anmeldung oder der Abmeldung zu tun. Wenn du Schlüsselgewalt hast für ein Haus, für einen Wohnsitz, für eine Wohnung in Deutschland, dann kann das für dich zum Problem werden. Das solltest du auf jeden Fall mit deinem Steuerberater besprechen, damit du hier nicht ins Risiko läufst, dass du weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, weil du ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung hast. So, das waren sie, unsere 7 Mythen rund um die Abmeldung in Deutschland. Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern und hier rechtliche und steuerliche Fragen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wie du auf diesem Kanal sehen kannst, beschäftigen wir uns schon sehr lange mit diesem Thema, schon seit fast 20 Jahren nämlich. Es geht immer um den Wegzug aus Deutschland, die Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz und Vermögensaufbau. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.